Ich glaube, wenn Leute Angst haben, zum Beispiel um einen Verlust von Arbeitsplätzen, dann sind es ja teilweise Algorithmen, die fernab von AGI, Superintelligence oder wie auch immer Themen sind. Ich glaube, das Thema Daten ist nach wie vor etwas, was natürlich in vielen Unternehmen einfach wirklich ein großes Problem ist. Und da müssen, glaube ich, noch ganz, ganz viele Unternehmen ihre Hausaufgaben machen. Also ich meine, die Konsequenz, die natürlich auch zum bestimmten Teil furchterregend ist halt, dass man die Kontrolle verliert. Mhm. AI to the DNA geht es darum, von Tooltourismus hinzukommen zu, wie werden wir wirklich die Anwendungsweltmeister und Weltmeisterinnen im Bereich künstlicher Intelligenz. Eine, die nicht fehlen darf, ist Jeanette Wiegert, die im Board bei Merantix sitzt, lange Zeit CFO auch bei Merantix war, das heißt, die Hintergründe kennt und die vor allem in Europa das Netzwerk hier auf dem AI Campus in Berlin zusammenbringt. Ich kenne sie schon eine ganze Weile, denn Disclosed, ich bin Mitinvestor über meine Firma Blackboard bei Merantix, aber diese Folge geht um Jeanette ganz persönlich und ihre Story, ihr Hintergrund und sie ist, das kann ich euch sagen, spoilern, sehr positiv auf dem Thema und sie codet nicht und trotzdem kann man im Bereich AI unterwegs sein. Das ist definitiv ein Thema, das solltet ihr euch anhören. Jetzt viel Spaß mit AI to the DNA. Ihr seid bei AI to the DNA. Hier geht es darum, von Tooltouristen zu AI-Anwendungsweltmeistern und Weltmeisterinnen zu werden. Und eine AI-Anwendungsweltmeisterin, die sitzt hier, die aber selber sagt, du kannst ganz viele andere Leute fragen, aber ich habe bewusst dich gefragt, Jeanette. Du bist nämlich CFO von Merantix. Für mich einer der Kernplattformen hier in Europa im Building. Ich muss immer dazu sagen, wir sind mit Blackboard beteiligt, aber sehr früh auch, über gute Kontakte. Ich habe euch bekniet, dass wir uns beteiligen dürfen. Mittlerweile bist du aber eben die CFO und warst dabei ganz zu Anfang, als Merantix auch klein war. Und vor allem geht es hier nicht nur um KI und Startup-Building, sondern du brauchst ein ganzes Ökosystem mit auf, an Leuten und vernetzt die auch. Und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, du musst her und mal erzählen, was bauen wir hier eigentlich und warum. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier sind. Danke für die Einladung, Christoph. Und eigentlich sind wir ja bei dir auf dem Campus, haben uns hier eine Ecke geschnappt, umgebaut, Lichter aufgestellt. Wie sich das gehört, hier ist noch so der Feierabendbetrieb so langsam in Hoffnung. Also wenn mal Kaffee zwischendurch gemacht wird. Ich war überrascht, dass um 15 Uhr oder 17 Uhr Leute noch Kaffee wollen, aber okay. Vielleicht kommt dann noch mal ein. Sehr schön. Wir starten immer mit einer Story, wo jeder, der da ist, einfach mal erzählt, ging richtig daneben. Irgendwas, wo du sagst, so, boah, da habe ich mich so verstolpert in meinem Professional Life. Gibt es da etwas? Ja, mein Professional Life ist natürlich noch nicht so lange. Ich arbeite jetzt gut 10 Jahre, beziehungsweise ich arbeite schon viel, viel länger, aber in der Wirtschaft, wo ich auch mein Wissen aus dem Studium anwenden darf, mache ich jetzt gut 10 Jahre. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in der Schweiz, also in den Bergen und habe da eine sehr schöne, aber auch einfache Kindheit gehabt. Und ich hatte immer unglaublich viele Interessen. Und ich konnte das nicht so einordnen, okay, was bedeutet das dann oder wie kann man das nutzen, um einen tollen Studiengang für sich auszuwählen. Und ich habe dann strukturiert, wie ich bin und bin es auch heute noch, überlegt, okay, welcher Studiengang kann alle meine Interessen vereinbaren? Und dann habe ich verschiedene Curriculums angeguckt von den einzelnen Studiengängen und das Resultat damals, das 18-Jährige, war Architektur. Weil Architektur hat man alles von Design, Geschichte, Wirtschaft, Soziologie, man hat Ingenieurwesen und da dachte ich, oh, das muss es sein, das ist wirklich toll. Ich habe mich jetzt nicht so gefragt, ja, willst du dann Architektin werden? Das war nicht primär die Frage, mehr vor allem Curriculum passt, also muss das der Pfad sein. Und da habe ich angefangen, das zu studieren an der ETH, Architektur. Dann habe ich aber schnell gemerkt, dass ich zwar ein kreativer Mensch bin und dass die einzelnen Vorlesungen mich interessieren, aber dass ich da, glaube ich, nicht so gut drin bin. Also schlecht ist vielleicht der falsche Begriff, aber es hat für mich einfach nicht Klick gemacht. Und ich habe gemerkt, rechts und links sind die einfach viel besser und die zaubern hier Sachen in Modelle oder aus Papier. Da wäre ich nicht in der Lage. Und dann habe ich dann mir selber eingestehen müssen, gut, diese Analyse strukturell an die Sachen ranzugehen und gefühlt hier mit dem Excel-Sheet rauszufinden, was ich machen will, funktioniert nicht. Also musste ich mich eher intuitiv leiten lassen, wo ich dann zu HSG in St. Gallen gekommen bin, wo du ja auch warst und wo ich eine Stunde in der Vorlesung saß während so einem Probetag und dann gemerkt habe,
oh ja, das ist es, das gefällt mir, das zieht mich direkt rein. Und das hatte ich vorher nicht gehabt und deshalb war das sozusagen meine erste falsche Weiche, die ich erst in meinem jungen Berufsleben gestellt habe, wo ich dann aber, glaube ich, nach einem halben Semester beziehungsweise nach einem Jahr dann den richtigen Schwenker gefunden habe. Und du hast ja dann doch hier ein Gebäude gebaut. Ich erinnere noch die Anfangstage der so Baustelle. Schließt sich dann der Kreis wieder. Also ich mag Architektur und Design und physische Flächen immer noch sehr gerne, aber ich bin halt nicht die Person, die das tagtäglich gestaltet. Um mal den Leuten, weil das ist für mich schon noch ein wichtiges Thema, ein Gefühl zu geben, der AI-Campus ist nicht nur Merantic, sondern das war eine Idee, ein physisches Gebäude zu bauen und das erste Mal einen Platz zu schaffen, auch in Deutschland, wo man AI-Firmen zusammenholt. Warum der Campus? Warum hier? Wie ist es entstanden? Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also wir haben Merantix 2016 gestartet mit der Mission, wirklich so KI in die breite Anwendung in die Industrie zu bringen. Und wir haben gestartet mit Venture Building, indem wir uns ganz viele Use Cases angeguckt haben, vor allem viel im Gesundheitsbereich, im Finanzwesen. Was für einen Hebel kann hier KI haben? Und haben angefangen, Sachen auszuprobieren, zu bauen und vor allem sehr, sehr viele Gespräche mit der Industrie geführt. Und daraus sind dann unsere ersten Unternehmen entstanden. Vara ist unsere erste Company, genau, die wir dann 2018 ausgegründet haben und das machen wir auch weiterhin. Wir haben mittlerweile Merantix Capital, das ist mittlerweile unsere Investmentmarke unterhalb vom Dach von Merantix, wo wir in frühphasige Ventures investieren und auch diese bauen. Da haben wir jetzt ein Portfolio von so ein bisschen mehr wie 20 Firmen und da haben wir die Ambition, auf jeden Fall in den nächsten 4 Jahren noch 40 weitere hinzuzunehmen mit unserem Fonds. Und während wir sehr eng immer mit der Industrie im Austausch waren, haben wir natürlich auch gemerkt, okay, da gibt es nicht nur Produktlösungen von unseren Firmen, die nachgefragt werden, sondern da gibt es auch sehr stark individuelle Themen. Und wir haben natürlich die Expertise gehabt, diese Sachen zu entwickeln. Und da ist dann sehr schnell neben unserer Investmenttätigkeit Merantix Momentum dazugekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das nicht so ein bisschen auf der Seite, sondern wir nehmen das als Anlass, auch getreu unserer Mission, direkt halt auch ein Team aufzubauen an AI-Experten, Engineers und Researchern, wo wir direkt für die Industrie, Mittelstand, aber auch Verwaltung und Regierungsparteien individualisierte KI-Lösungen bauen. Und da ist natürlich immer mehr dazugekommen, es sind weitere Teams entstanden und wir waren immer im gleichen Büro, was bedeutet hat, es war nicht nur eine Company, die weiter gewachsen hat, sondern 5, 6 konnten direkt immer umziehen und das ist natürlich nicht ineffizient, also nicht effizient und dann irgendwann haben wir uns überlegt, ja gut, statt jetzt ein Office zu nehmen, was vielleicht doppelt so groß ist, wo wir jetzt wieder ein Jahr bleiben können, lass uns das 10-mal so groß denken, weil nicht nur aus dem reinen Effizienzgedanken, sondern auch, weil wir immer sehr viel Mehrwert gesehen haben, dass all unsere Companies am gleichen Ort waren, um sich auszutauschen, um sich zu inspirieren und voneinander zu lernen. Und gleichzeitig sind dann halt auch nicht nur irgendwie 5 Leute zu Besuch gekommen für unsere Ventures, sondern das X-fache davon und wir konnten auch immer wieder Synergien machen. Wir haben irgendwie ein Industrieunternehmen gehabt, was zu Besuch gekommen ist und die konnten dann auch direkt die anderen Ventures treffen. Und das war für die ein gutes Erlebnis und für uns auch. Und deshalb haben wir gedacht, ja gut, wir suchen eine Fläche, die ist eben um 10-fache so groß, was wir brauchen. Und wir holen unser ganzes Ökosystem an einem Ort zusammen. Das heißt, wir haben dann nicht nur unsere Firmen, sondern ganz viele andere Organisationen an einem Ort zusammen und wir bauen ein Team auf, ein ganz, ganz kleines, was Community Management betreibt und wir ergänzen diese Coworking-Komponente und das Community Management mit Veranstaltungen. Mit dem Ziel, dass dann nicht nur Inhalte geteilt werden innerhalb von der Community, das heißt die Leute, die hier tagtäglich arbeiten, sondern wir haben ein weiteres Mittel, um nochmal viel, viel mehr Leute von draußen anzuziehen. Und was es bedeutet, mittlerweile haben wir 7000 Quadratmeter. Wir haben so gut 80 verschiedene AI-Teams, die hier arbeiten, Startups, aber auch Forschungs- und Innovationsteams von Industrieunternehmen, natürlich Investoren, Leute, die im Bereich Policymaking tätig sind und machen so 300 Veranstaltungen im Jahr. Genau. Neben allem anderen, was ihr macht, du hast auch nochmal den Fonds mit aufgebaut, du hast Investoren wie Softbank reingeholt. Also es gibt schon, es ist alles, du stapelst immer sehr tief für das, was du alles machst, aber das zeichnet dich auch aus. Ich habe einen Gedanken, der mir gerade kam, während du das erzählst. Du hast eine Philosophie und auch ihr insgesamt im Team, das ganze Ökosystem sehr offen zu halten. Und ich erinnere das noch, das muss gewesen sein,
die frühen Tage von Merantix, da muss Rasmus, einer der Gründer, auch gesagt haben, der auch mal im anderen Podcast war bei uns, dass die KI-Forschung sehr offen ist, also dass sehr viel geteilt wird. Und ich meine mich zu erinnern, als ChatGPT auf den Markt kam, war das auch noch offen, November 22, aber mit GPT-4 waren die ersten Research, also quasi die Ergebnisse dann auf einmal closed. Also gar nicht mehr so wie OpenAI im Namen, sondern es war auf einmal closed. Wie ist dein Blick heute drauf? Also gibt es zwei Welten in diesem System? Also die einen, die sehr viel teilen und deswegen auch viele junge Leute da nach vorne kommen, was ja einer der Gründe ist, mit sehr viel Wissen. Oder hast du das Gefühl, da kristallisieren sich gerade zwei Wege raus, die gegeneinander arbeiten? Also wir sind natürlich vor allem dann im Application Layer tätig. Also Application Layer bedeutet da, wo KI als Technologie auf die Anwendung im Gesundheitsbereich, im Manufacturing-Bereich, im Finanzwesen oder in anderen Industrien trifft. Und da das heißt, das, was man nachher benutzt und da, wo es übersetzt wird. Genau. Und nicht im Sinne von, okay, Gesundheitswesen nutzt jetzt ChatGPT, aber natürlich, wie können wir KI als Technologie nutzen, um da wirklich in den jeweiligen Industrien einen sehr großen Hebel zu haben und wirklich Probleme in dem Sinne zu lösen. Und da ist natürlich dann die Frage, sind das irgendwie Closed Models oder Open Models, nicht direkt die Frage, die wir uns stellen, mit welchen Modellen wir bauen. Ich glaube schon, dass es Firmen gibt, die ein bisschen verschlossener sind. Ich glaube, das ist vor allem halt ein Thema der Unternehmenskultur, die letztendlich von den Gründern oder von den Gründerinnen gegeben wird. Ich glaube, wir haben natürlich so ein bisschen ein kleiner Bias. Ich glaube, mit den Leuten und Firmen, mit denen wir uns umgeben, haben wir das in dem Sinne nicht. Also ich glaube, man hat, gerade wenn man so etwas baut, wie wir es hier tun, automatisch weniger Berührungspunkte mit Leuten, die sagen, okay, ich bin in meiner kleinen Bubble und ich fokussiere mich darauf. Deshalb passiert mir das tatsächlich nicht so oft, dass ich so Closed Environments treffe. Jetzt nicht im Sinne von Modelle, aber so letztendlich einfach Unternehmenskultur. Aber ich glaube, die Leute kommen wahrscheinlich auch weniger auf den Campus oder treten sie weniger in unser Ökosystem ein. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, also die Anfangszeit, wenn wir gesagt hatten, wir haben was im KI-Bereich, haben die Leute gesagt, was in Gottes Namen habt ihr damit zu tun und was macht das für einen Sinn? Und seit es dann ChatGPT gibt, so die Leute, ach krass, und da habt ihr den reinvestiert. Ich sage, nein, nicht in ChatGPT. Aber das ist für die meisten Menschen, ist das ja, und ich kann das gar nicht verübeln, weil das ist so ich vergleiche das immer mit, Nokia hat jedem beigebracht, ach, das ist ein Mobiltelefon und du kannst es mitschleppen. Vorher war das ein Autotelefon und es war im Auto verpackt irgendwo und das hatten nur ein paar Leute. Auf einmal hatte jeder ein Mobiltelefon. So, und ich sage bewusst noch nicht iPhone, weil das ist es noch nicht. Also that moment is still out there. Aber das hat es massentauglich gemacht. Und die Phase, also auch die Nützlichkeit dieser Modelle im Alltag, mit dann aber auch den Grenzen, das meinte ich auch mit, wenn es dann halt Firmen gibt, die sagen, okay, jetzt machen wir ein Produkt draus und jetzt geht es halt um den Profit, dann fehlt natürlich eine Forschungsleistung, die vorher halt da war. Ne? Also ich glaube, Google hatte sonst vorher die Hälfte aller KI-Forscher, die es gefühlt gab, also auf dem Planeten. Und jetzt hat sich das wahrscheinlich deutlich verändert. Wo gibt es diese Leute, weil du auch sagst, ne, gerade auch hier, wir müssen eigenverantwortlich auch gucken in Europa, wer sind die Leute, wo werden die ausgebildet, wen gibt es, von wo rekrutiert ihr die besten Talents? Also wo merkst du, wo kommen gute Leute her in Europa? Ja, also unser Talentpool ist weltweit. Wir haben seit Anfang an ein sehr internationales Team und das ist schon sehr wichtig. Ja, ich glaube, es ist einfach spannend, ein Umfeld zu haben, wo unglaublich viele verschiedene Hintergründe, Kulturen zusammenkommen. Und wir haben deshalb auch Berlin ausgesucht, weil wir glauben, Berlin hat die Eigenschaft, dass es genau Leute aus aller Welt anziehen kann. Und dann natürlich kombiniert mit einer Mission, die wir erfüllen, hat das richtig gut geklappt. Und wir haben, glaube ich, mittlerweile wahrscheinlich über 35 Nationen hier im Team und wir rekrutieren natürlich sehr stark von den klassisch bekannten technischen Universitäten, auch die großen Namen, die man kennt, aber KI ist letztendlich nicht nur ein Bereich, wo ich jetzt hier einen Bachelor, Master, PhD in Machine Learning oder Informatik haben kann, um erfolgreich zu sein, sondern es sind eben genau die verschiedenen Disziplinen, die man zusammenbringt. Also eigentlich ist es mehr oder weniger egal, was ich studiert habe. Natürlich, wenn ich vielleicht
vielleicht etwas studiert habe, was komplett nicht technisch ist, werde ich jetzt nicht gerade die Person sein, die in der Tiefe hier plötzlich Machine Learning Forschung macht. Aber gerade weil KI so eine ganzheitliche Technologie ist und letztendlich eine transformative Technologie ist, braucht es jeden. Und da ist es auch egal, was letztendlich mein Background ist im Sinne von akademisch. Für jemanden, der jetzt trotzdem gerade anfängt, ne, und sagt so, boah, weil du prägst das auch, dass du sagst, du brauchst das nicht studiert haben und kannst da trotzdem was drin machen, bist ja auch selbst der beste Beweis dafür. Gibt es trotzdem, glaube ich, Leute, die davor zurückschrecken, den Schritt dahin zu machen, weil sie auch nicht einschätzen können. Also ich habe erst nach vielen, vielen, vielen Gesprächen verstanden und dann dem AlphaGo-Moment, den wir im letzten Podcast zitiert hatten, ich wurde ermahnt, ich soll erzählen, was das war. Google DeepMind hat ein Modell gebaut, was ein neuronales Netz, was es geschafft hat, in dem Spiel Go, was ja sehr komplex ist und deutlich mehr Lösungsmöglichkeiten bietet als jetzt Schach zum Beispiel, dass man durchrechnen kann. Ich glaube, AlphaGo hieß ja auch der Algorithmus, den weltbesten Go-Spieler zu schlagen. Und lange stand in der Zeit und es dauert mindestens noch 100 Jahre, bis das gelingt. Da habe ich gemerkt, so, das kann krass sein, konnte es aber selber auch noch nicht fassen. Und dieses Fassen und Überblicken, ich glaube, das ist so einer der Schritte, wo Leute sagen, ich traue mich da nicht ran. Also das ist so überwältigend, was soll ich denn machen? Und gerade jetzt, wenn viele Leute sagen, und jetzt diese riesen Rechenzentren, dann wird das gemacht und dann passiert das. Also für einige Menschen ist das so krass überwältigend. Und du verkörperst so ein Gefühl von, ja, wir kommen hier zusammen, wir tauschen uns drüber aus und dann haben wir danach eine gute Idee, was man machen kann. Ja, also was mir immer ein wichtiges Anliegen ist, gerade auch wenn ich Leuten versuche zu erklären, was ich tue, ist, dass ich die Technologie nicht als Algorithmus oder nicht abstrakt darstelle. Du hast das Beispiel AlphaGo genannt und das finde ich extrem beeindruckend. Aber wenn ich zum Beispiel meiner Familie erkläre, was ich tue, dann bringe ich Beispiele wie Vara, wo ich sage, okay du hast eine Patientin, du hast eine Frau, wo ein Brustkrebs erkannt werden konnte, der sonst ohne AI nicht hätte erkannt werden können. Und einfach auch zu zeigen, was es bedeutet, dann auch sehr positiv, weil ich glaube, ein Algorithmus hat oft die Folge, dass wenn er abstrakt dargelegt wird, dass die Brücke dann zur Relevanz für einen selbst oder für das Positive nicht direkt gemacht werden kann. Und deshalb ist es mir, das Glas kommt da hinten, ist es mir oft ein Anliegen, das wirklich so mit sehr großen Impact-Themen zu verbinden. Weil dann ist es, glaube ich, auch einfacher, obwohl es letztendlich, ich meine, so ein Algorithmus für die Brustkrebsfrüherkennung zu bauen, ist extrem komplex. Aber ich kann mir relativ schnell vorstellen, was der Hebel ist, wenn so eine Technologie funktioniert, dass sie Gutes tun kann. Und gerade weil ich mir vielleicht besser vorstellen kann, was zum Beispiel ein Radiologe macht, und was da letztendlich auch die Herausforderungen sind von so einem Alltag vom Radiologen, wie das mit Hilfe von einer Technologie verbessert werden kann, fällt mir zum Beispiel einfach viel einfacher zu verstehen. Und das ist auch letzten Endes, wie ich den Weg zu Merantix und zur KI gefunden habe. Ich war in Zürich und ich kannte natürlich Adrian schon von der Uni her und habe gewusst, es ist eine Person, mit der ich auf jeden Fall sehr gerne zusammenarbeiten würde und wo ich unternehmerisch sehr viel von halte, auch im Sinne vom ganzen Wertset. Und ich habe natürlich in der Uni von AI gehört gehabt. Ich meine, das war 2013 bis 2016, aber natürlich nie in dem Umfang. Ich meine, ich habe BWL studiert und dann bin ich nach Berlin gekommen und dann haben die Jungs, waren damals nur Jungs, mittlerweile natürlich nicht mehr, haben wir ganz... Du hast das Team deutlich erweitert. Ne? Ja, genau. Du warst die einzige Frau, glaube ich. Und dann haben die ganz viele so Gespräche für mich organisiert und die haben mir dann erzählt, woran die arbeiten. Ja. Und das ging dann nicht letztendlich auf... Level 5 Detailtiefe runter, wie die ganzen Modelle funktionieren. Aber ich fand das so spannend, wie die darüber nachdenken, wie diese tolle Technologie einfach Sachen verändern kann zum Positiven und neue Lösungen einem bietet, dass das eigentlich sozusagen für mich der entscheidende Grund war, weshalb ich jetzt mich dem Thema widme, obwohl ich natürlich nicht das Verständnis habe, wie es die anderen hatten, aber einfach so diese Überzeugung,
damit kann man Gutes tun, auch skalierfähig und es wird halt wirklich so viele Sachen ändern und alles andere hat sich dann für mich ergeben. Und das ist für mich auch immer so, eigentlich wie ich einsteige, wenn ich Leute vor mir habe, die vielleicht skeptischer sind oder die einfach auch nicht so technologieaffin sind. Ja, wenn du mehrere Fragen dazu. Ich habe eine Frage gleich mal zu Teams und auch deinen Blick drauf, weil du sitzt in mehreren Boards, auch der Startups mit und ich glaube, das ist für einige Leute interessant, mal zu hören, was eine gute Struktur ausmacht. Aber gerade weil du es gesagt hast, Thema Skepsis und Angst und Sorge. Ich glaube, jetzt gerade irgendwie letzte oder vorletzte Woche gab es wieder so eine Petition gegen Artificial Superintelligence, dass man da eben einen Stopp drauf packen sollte. Das wurde von irgendwie Prominenten unterschrieben. I get the point, aber das ist so irre schwer. Das ist so wie Strom darf man nicht mehr benutzen. Oder also das ist ja nur es ist ein Teilbereich, der noch nicht da ist. B, ist es, du kannst nicht Sachen, die passieren, zurückschrauben und so weiter. Was erzählst du Leuten, die Angst davor haben? Wo fängst du an? Also selbst wenn du sagst, Mensch, du hast gar keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen, aber du gehst ja nun bewusst sehr breit an und lässt ja auch jede Meinung zu, hast ja aber auch einen klaren Punkt, dass wir eine Verantwortung tragen, da was zu tun. Also wie gehst du mit Leuten um, die da eher ängstlich, skeptisch, rückwärtsgewandt unterwegs sind? Ja, also wenn wir jetzt in Bezug auf Superintelligence sprechen, dann finde ich natürlich einen Diskurs, was die Chancen, aber natürlich auch die Gefahren sind, extrem wichtig. Und da finde ich vor allem einen Diskurs wichtig, der halt eben nicht nur irgendwie Executives von den großen Tech-Companies am Tisch hat, sondern dass da ganz viele verschiedene Anspruchsgruppen auch ihre Gedanken mitteilen Vielleicht müssen wir können. einmal erzählen, was Artificial Superintelligence ist, weil sonst sagen Leute wieder, kenne ich nicht, was soll das? Die Stufe nach allgemeiner, also nach AGI, nach Artificial General Intelligence, also eine Intelligenz, die so intelligent ist, dass sie eigentlich alle Bereiche abdecken kann. Und erklär einmal, warum kommt dann der Sprung zur Artificial Superintelligence? Was ist dann die Theorie dahinter? Wie meinst du? Ja, im Sinne von, dass sich die Entwicklung dadurch dann extrem beschleunigt, weil die halt so schnell Dinge lernen kann beispielsweise, dass man halt sagt, so jetzt ist es dann eine exponentielle Kurve, die wird dann intelligenter als Menschen, dann kann sie nicht nur jede Disziplin übernehmen, sondern dann ist sie schlauer als nicht nur jeder Mensch, sondern als alle Menschen zusammen. Das ist die Theorie dahinter. Ja, also ich meine, die Konsequenz, die natürlich auch zum bestimmten Teil furchterregend ist halt, dass man die Kontrolle verliert. Kontrollverlust ist etwas, was einerseits nicht schön ist oder was wir Menschen nicht gerne haben und was auf der anderen Seite natürlich auch verheerende Folgen haben kann. Und da gibt es natürlich dann in der Detailtiefe noch ganz viele Fragen, die damit einhergehen. Aber ich glaube, das sind so die beiden Themen, gerade natürlich dann im Bereich Verteidigung, die da gefragt werden. Aber ich glaube, die meisten Leute denke ich nicht, dass die unbedingt Angst haben von AGI, Superintelligence. Ich glaube, klar, sehen sie dann vielleicht mal einen Film an, wo sie denken, so komisch, aber ich glaube, wenn Leute Angst haben, zum Beispiel um einen Verlust von Arbeitsplätzen, dann sind es ja teilweise Algorithmen, die super simpel sind, die fernab von AGI, Superintelligence oder wie auch immer Themen sind, sondern es fängt halt schon da an. Und ich glaube, da kann man extrem viel tun, um den Leuten in dem Sinne auch zu helfen, weil da ist es ja dann weniger ein Thema, dass es eine Gefahr ist für die Menschheit oder jetzt auch für die Person selbst, sondern ich glaube, das ist vor allem auch ein Umdenken, was von einer bestimmten Person gefordert oder was ihr wahrscheinlich in dem Sinne helfen könnte. Warst du überrascht über den Erfolg von ChatGPT? Weil es gab ja auch vorher schon Chatbots, also ich glaube sogar auf der Seite von you.com gab es auch schon Chatbot vorher, diverse andere hatten das auch. Warst du überrascht, dass jetzt genau dieses Produkt so durch die Decke ging? Und weißt du es noch, wie das war oder wie ihr euch das rumgeschickt habt? Oder habt ihr damit gerechnet, dass das plötzlich so ein Overnight-Ding wird, was von da drüben kommt? Weil das, was ich gehört habe, dass viele überrascht waren, dass aus dem Bereich Language Models so eine Innovation nachher passiert. Ja, ich meine, unsere ersten Companies waren im Bereich autonomes Fahren, waren im Bereich Computer Vision und wir hatten schon so ein paar NLP, also Natural Language Processing Themen, aber natürlich nicht in dem Umfang, oder es ist nicht im Umfang von starker Sprachgenerierung. Ich meine, die ersten
Anzeichen, gerade so auch so in den 2020er Jahren. Ich fand einerseits die überraschend. Ich meine, so ChatGPT 2022 fand ich dann wiederum, diesen Moment fand ich natürlich so sehr spannend, wie stark sich das verbreitet hat. Jetzt aber nicht so, was es kann. Ich glaube, das hat sich in dem Sinne abgezeichnet. Ich fand dann erst so auch so die nächsten Releases von OpenAI oder auch von anderen Companies fand ich in dem Sinne spannend, weil man auch sehr schnell gesehen hat, wie schnell das sich da auch verbessert. Und das merkt man ja heute auch noch, tagtäglich ist ein bisschen übertrieben, aber da kann man ja wirklich auch fast monatlich, hat man ein neues Aha-Erlebnis und das wiederum finde ich sehr spannend und wo man natürlich auch gerne rumprobiert, wo man dann merkt, okay, es wird halt besser und man kann hier produktiver werden. Wenn wir genau von damals zu den Teams gehen, ne? Also OpenAI war lange Zeit eine Company, also Google hatte gefühlt die Hälfte aller Data Scientists, Machine Learning Experts on the planet, PhDs und so weiter. Nun weißt du aber selber, gute Teams zu bauen ist eben mehr als das. Was macht das für dich aus, wenn du jetzt sagst, Mensch, du würdest da nochmal reingucken, du schaust in die verschiedensten Firmen rein, du sitzt in den Boards. Was macht ein gutes Team in dem Bereich aus, wo du sagst, wen brauchst du, wie sollen die arbeiten, an welche Probleme sollten die rangehen, was sind noch Greenfields meinetwegen, was ist da dein Blick drauf? Also wie ich vorhin auch schon mal kurz gesagt habe, ich glaube, so interdisziplinäre Teams sind mega wichtig, weil ich löse ja meistens, wenn ich zum Beispiel bei OpenAI arbeite, ist vielleicht was anderes, aber wenn ich jetzt gerade auch angewandt in einem bestimmten Bereich arbeite, dann löse ich ja nicht nur primär ein Machine Learning oder ein AI-Problem, sondern ich löse primär ein Problem im Gesundheitswesen, im Legal Tech oder im Chemie-Bio-Bereich. Und dass man halt das Bewusstsein hat, dass man aus dann auch Disziplinen da Leute zusammenbringen muss, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Gesundheitsbereich eine Company bauen will, nicht beide Seiten abdecken muss, sondern ich auch etwas mitbringen kann, was dann halt durch meinen Kollegen oder meine Kollegin ergänzt wird. Das finde ich extrem wichtig. Ich glaube, es ist extrem wichtig, natürlich, dass die Leute smart sind, aber dass nicht nur die Gründer und Gründerinnen, sondern das ganze Team, gerade auch wirklich frühphasig, so überzeugt ist von dem jeweiligen Problem, was sie lösen wollen. Und jetzt weniger im Sinne von unser Algorithmus oder unsere KI ist so gut, sondern es heißt nicht ohne Grund, wirklich so in die Anwendung zu bringen. Und das startet mit einer jeweiligen Opportunität, die oft gleichgesetzt ist mit einem großen Problem, was halt bisher nicht gelöst werden konnte. Und da muss man letztendlich am gleichen Nenner ziehen. Und ich glaube, ohne das kann man auch die einzelnen Disziplinen in dem Sinne nicht zusammenbringen. Und wenn dieses junge Team in Deutschland und Europa arbeitet und sagt, ja, aber wir müssen ja die großen Modelle nutzen, weil wir haben keine eigenen großen Modelle, was ja tatsächlich wahr ist, aber wir haben andere Modelle. Was würdest du darauf antworten? Weil du bist jetzt kein großer Fan, hattest du auch schon gesagt, der Diskussion USA gegen China, gegen Europa, sondern du siehst es eher integrierter. Aber die Realität ist ja, wir haben einige sehr große Rechenzentren, die da gerade gebaut werden. Sehr groß. Ich weiß nicht, ob die alle dazu da sind, Proteinketten zu entschlüsseln oder eher schöne bunte Bilder zu machen. I don't know, aber let's see, find out. Was machen wir oder was müssen wir hier anders machen, wenn wir mit Modellen arbeiten? Oder sagst du, nee, es gibt einen ganzen Riesenmarkt für kleine Modelle und Spezialmodelle und der ist endlos? Ja, ich meine, die ganze Sovereignty-Diskussion ist natürlich eine, die sehr vielschichtig ist. Und wo beginnt Sovereignty und wo hört sie auf? Ich glaube, für mich persönlich, was mich auch tagtäglich antreibt, ist es diese Eigenverantwortung, aber auch das schöne Bewusstsein, dass ich bestimmte Sachen auch in meinen eigenen Händen oder in meiner eigenen Verantwortung habe und halt auch umsetzen kann. Und ich kann 3 Sachen von der Politik fordern und das ist auch, natürlich würde ich mir wünschen, dass auch Deutschland oder die EU einfach nochmal so richtig große Leuchtturmprojekte auf Infrastrukturseite oder auf anderen Seiten in die Wege leiten. Aber die Realität ist in dem Sinne eine andere. Und ich würde mir wünschen, oder was auch letzten Endes gleichzeitig der Anspruch an mich selbst ist in sämtlichen Themen im Leben unternehmerisch zu denken. Und unternehmerisch zu denken heißt für mich nicht rumzujammern, sondern zu tun und nicht über Probleme zu sprechen,
kann man auch, aber diese zu lösen. Und ich glaube, wenn mehr Leute in Europa dieses Mindset hätten, und das hat für mich nichts zu tun, bin ich Gründerin, bin ich es nicht, sondern ich glaube, das ist für mich, ich werde jetzt philosophisch, aber einfach um für mich die Tragweite dazu zu zeigen, das ist für mich eine Lebensart, wie ich durchs Leben gehe, weil es ist letztendlich für mich auch eine viel positivere Art und Weise, als konstant rumzujammern und die Verantwortung für bestimmte Themen bei anderen Leuten oder anderen Organisationen zu sehen. Wenn wir jetzt mal ein paar Leuchtturmprojekte aus Europa nehmen, die bekannter vielleicht sind, also eins davon, die hattet ihr ja auch am Campus 11 Labs, die auf Sprache spezialisiert sind. Ich glaube, du kennst das Team relativ gut. Lass uns die mal ruhig nehmen, dass du einfach mal ein Beispiel gibst für Leute, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, dass das aus Europa kommt und wie die arbeiten und warum die da eine gute Nische für sich gefunden haben. Ja, also ich denke, da gibt es sicherlich Leute, die das in Richtung USA verordnen. Es sind natürlich auch viele US-amerikanische Investoren da drin. Auf der anderen Seite, ja, also ich denke, die machen coole Sachen. Ich unterstütze die. Ich arbeite super gerne mit denen zusammen. Also pushe ich die und mir ist es dann egal, wo die herkommen. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen zu so salopp formuliert, weil ich habe natürlich schon irgendwie mein Betting gemacht, dass es eine gute und korrekte Firma ist. Aber das Ganze zu analysieren, weiß ich nicht, das gibt mir dann jeweils nicht so viel. Ja, aber wenn du sagst, es ist ein gutes Team, also genau das ist ja worum es geht. Ne? Also mit wem arbeitest du gern zusammen? Wo hast du das Gefühl, das ist ein cooles Team, eine coole Company? Und also mir fallen ein paar ein. Ne? Also weil ich versuche ein bisschen zu verstehen, was macht es aus? Also wo sind Companies jetzt anders als in den Startphasen der letzten Jahrzehnte? Und ich habe schon das Gefühl, du hast einen deutlich technischeren Teil wieder. Nicht einfach nur App-Development und Co., sondern du musst auch ein paar Sachen verstehen. Wie packst du in einer KI-Anwendung das Modell zusammen mit der Anwendung, mit der App-Oberfläche, mit dem Application-Layer? Also das ist ja schon viel, was da passiert. Und ich bin immer wieder beeindruckt, dass es dann Teams gibt, die ähnliche Sachen tun. Weiß ich nicht, Lovable, Bold, also diese ganzen Website-Coder, wo du plötzlich merkst, da setzt sich trotzdem ein Produkt durch, die was richtig machen. Und ich glaube, das hat viel mit der Philosophie zu tun und auch dem, was du gesagt hast, dass du ein diverseres Team hast vielleicht an vielen Stellen, die als jetzt nur an einem Thema sehr einseitig arbeiten. Wen hattest du noch nicht am Campus, wo du sagst, die müssten hier eigentlich mal her und da würdest du gerne mal einen Einblick bekommen? Das würdest du mal mit hier hosten, weiß ich nicht, die Company mit der zusammenbringen oder so. Ja, also ich versuche ja schon jedes Mal, wenn Sam Altman in Berlin ist, ihn herzukriegen. Aber ihr wart doch schon mal mit ihm auf der Bühne irgendwo? Doch. Schon Nicole und war schon öfters mit ihm auf der Bühne, aber noch nicht auf dem Campus. Achso, er war noch nicht auf dem Campus? Ja, das ist da arbeite ich stark dran. Ich glaube, etwas, wo wir aktuell sehr viel auch Gespräche führen, ist, dass wir gerne noch mehr Industrieunternehmen hierher kriegen würden. Ich glaube, wir haben super viele Produkt-Startups in unterschiedlichen Phasen, die auf dem Campus sind. Und da gibt es auch tolle Industriebeispiele auf dem Campus, aber wir würden es gerne noch diverser machen, weil wir eben glauben, diesen Austausch, der muss gefühlt 365 Tage im Jahr passieren. Und da muss man sich enger verzahnen. Das ist eben nicht nur einmal kurz ein Meeting machen und irgendwie die Gründer und die Geschäftsebene trifft sich und man bespricht vielleicht irgendwie eine Zusammenarbeit, Handshake und dann, sondern es muss auf Arbeitsebene passieren. Und da versuchen wir mit so kleinen Industrie-Labs, und das klingt jetzt größer, wie es ist, aber einfach mit Zusammenarbeiten von verschiedenen Industrieunternehmen das noch enger zu verzahnen und denen auch zu zeigen, wie wir arbeiten und wie man Innovation in dem Sinne auch umsetzen kann, ohne dass man halt eben vielleicht vorhin 10 Jahre in einem Startup gearbeitet hat. Als jemand, der jetzt auf das Feld guckt und natürlich momentan ist alles überladen von viel Hype, viel aufgepumpt, dicke Welle. Trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die grüne Wiese sind, also im KI-Bereich. Neulich in einem Vortrag von Adrian, der erwähnte dann nur so am Rande, das eine ist natürlich, das wirklich in die Anwendung zu bringen, also was vielen Firmen total schwer fällt. Das andere ist aber auch so Beyond GPT und Co., hat er es genannt, in KI in der echten Welt, also Robotik, Autos und so weiter. Kannst du wenn du jetzt so das
guckst ja auf die Investmentseite und auf die Firmenseite. Kannst du was erkennen momentan? Bei euch laufen ja auch wirklich viele Businesspläne über den Schreibtisch, was da los ist, ob ein paar Sachen jetzt zu dünn werden an Ideen oder sind da die Sachen, die ihr bekommt, wirklich auch so in den Branchen verortet und so tief drin, dass man sagen kann, ja okay, da ist auf jeden Fall ein Funding sinnvoll und eine grüne Wiese, oder wird es gerade, Bubble will ich nicht sagen, aber schon ein bisschen aufgepumpter, was so an Ideen kommt? Also vielleicht noch kurz zu den Themen, die ich spannend finde. Also ich finde alles im Bereich Material Discovery super spannend, alles was im Bereich Gesundheitswesen ist und jetzt nicht nur primär, wie kann das Gesundheitssystem effizienter werden, aber alles, was in Richtung Cancer Detection und vielleicht auch in die Richtung mal Behandlung geht. Natürlich Robotics ist ein sehr spannender Bereich. Ich glaube, wir haben mit Merantix eine sehr große Marke aufgebaut und da kriegen wir natürlich einfach auch super viele Firmen zu sehen, was sicherlich auch ab und zu zur Folge hat, dass wir zu vielen Companies Nein sagen. Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache von einem Venture Capital Investor. Da gibt es sicherlich auch Firmen, die super flach sind und die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht AI-Native oder AI-Firmen waren, jetzt sind es plötzlich. Dann gibt es andere, die letzten Endes da nicht wirklich defensible sind. Das heißt, dass es bestimmte Technologien geben kann, die morgen rauskommen, die einen Zweck von einer Company obsolet machen. Also never start a company that OpenAI will kill next week. Genau. Auf der anderen Seite auch, ich rede jetzt da nicht als Investorin, ich würde natürlich nicht, wir haben da natürlich unsere Hypothesen, welche Company da auch Zukunft hat, aber wie gesagt, jetzt so eher aus persönlicher Natur betrachtet, wenn die Leute etwas tun, aus den richtigen Gründen und ein Problem lösen wollen, auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg ist, aber erstmal sozusagen den Status quo nicht annehmen, sondern denke, okay, ich probiere das mal das noch aus, ob es jetzt Funding kriegt oder nicht, vielleicht kriegt dann die nächste Company Funding, finde ich in dem Sinne nicht schlecht. Mhm. Wenn du jetzt trotzdem mal drauf gucken würdest und Leute sagen, okay, wir, keine Ahnung, gründen aus einem Industrieunternehmen was aus, wir bauen was Eigenes dort. In welchen Bereichen würdest du sagen, wenn du sagen könntest, naja, da macht es schon Sinn, oder eben, wie du gerade meintest, schon careful, ob jetzt das nicht obsolet wird durch den nächsten großen Schwung, weil das hat sich ja schon dramatisch beschleunigt. Ne? Also, nehmen wir ein Beispiel, was ich sehr interessant fand, auch wie menschliches Verhalten sich ändert. Ne? Also das Nutzungsverhalten, dass du ein Tool wie ChatGPT nimmst, um zu googeln, um was nachzuschauen. Und man sagt so, das ist eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, eigentlich aus LLM-Sicht, aber Menschen tun's. Anderes schönes Beispiel fand ich die Company, die quasi Transcription macht mit Hardware Plotnode, die halt quasi ein kleines Hardware-Device haben, du drückst drauf, hast ein Transkript fertig, obwohl es theoretisch jedes iPhone kann. So, das ist halt sehr spannend. Und wir Menschen tendieren dazu, wenn eine Sache ein bisschen besser geht, natürlich dann halt auch gleich drauf zu gehen. So sind wir auch geprägt mittlerweile. Das ist ja dieser iPhone-Moment, auf den alle warten. Und ich glaube eben persönlich, der ist sehr lange noch entfernt. Also wir stochern in einzelnen eigenen Bereichen rum. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, Red Flag, da würde ich gerade nicht hingehen, weil das können nur die Big Player mit super viel GPUs bauen, versus genau das, was du gesagt hast, Eigenverantwortung Europa, schaut mal dahin. Keine Ahnung, auf Hugging Face gibt es 2,1 Millionen Modelle, die irgendwie unterwegs sind. Mit denen kann man alles machen. Go for it. Ich sag mal, die Schweiz hat ja auch ein Open-Source-Modell, glaube ich, gelauncht oder sowas. Ja, genau. Also jetzt so als Einzelperson oder irgendwie auch als kleines Gründungsteam würde ich jetzt wahrscheinlich nicht noch das nächste große Sprachmodell vermutlich. Ja, wahrscheinlich nicht. Gut, da gibt es natürlich auch andere Wege. Dann kann man gehen, okay, es gibt ja auch immer mehr kleinere Modelle, gerade auch so im Bereich Agent, wo man merkt, okay, das sind halt eben auch die kleineren Modelle, die bestimmte Aufgaben da richtig gut machen können. Was jetzt auch nicht da gerade letztendlich der Push ist, in die Richtung eine Company zu starten, aber es ist natürlich auch immer die Frage, was für eine Art von Company will man bauen. Und ich glaube, nicht jede Company muss eine VC-backed Firma sein. Und ich glaube,
die Frage muss man für sich in dem Sinne beantworten und dann gleichzeitig auch zu schauen, okay, wie kann ich halt, wenn es eben dann vielleicht nicht so der große Markt ist, aber trotzdem innerhalb von einer bestimmten Nische, welche mir sehr wichtig ist, da ein Problem drin zu lösen, wie kann ich da so schnell wie möglich das Geld drankommen und da trotzdem irgendwie für mich persönlich was zu bauen, was dann halt vielleicht nicht der ganzen Welt hilft, sondern halt nur einen bestimmten Teil. Also du würdest weiter einfach konsequent über sagen, Problem Solving, Engineering, wirklich die lokalen Sachen. Heißt das auch, könntest du dir vorstellen, dass es notwendig ist, also mir fällt das Schweiz-Beispiel gerade ein, vielleicht, du kennst es aber besser, vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Ich glaube, die Schweiz hatte das im Sommer oder Ende Sommer verkündet, ein eigenes Modell rauszubringen, womit man in der Schweiz dann landesweit arbeiten kann. Was haben die da gemacht? Warum haben sie das gemacht? Wie schwierig ist das? Kannst du da... Also ich habe natürlich eine sehr starke Liebe zum Schweizerdeutsch und da wird nur schon deswegen fand ich es natürlich sehr toll, dass es ein Modell gibt, was Schweizerdeutsch versteht und kann, was ich auf jeden Fall... ChatGPT kann es nicht? Nee. Deshalb da finde ich natürlich schon, habe ich ein eigenes Interesse und ich glaube nur schon dann gibt es natürlich sehr viele verschiedene Use Cases innerhalb von der Schweiz und da verstehe ich auch, dass eine öffentliche Hand oder auch die Forschungsinstitutionen aus so einem Land wie der Schweiz, wo natürlich auch die Sprache eine enorme Wichtigkeit hat, dass es da letzten Endes auch die Erwartung oder einen Wunsch gibt, in die Richtung was zu tun. Ich denke jetzt gerade, das ist immer wieder ein Thema jetzt in den Podcast-Folgen. Man hat natürlich amerikanische Modelle und die prägen auch. Wir verhalten uns auch mit diesen Modellen. Wir machen ganz viele Sachen, die entsprechend so sind. Das Interessante bei Sprache ist ja tatsächlich, es ist eines der Dinge, die auch irgendwann sogar zu Landesgrenzen geführt haben, zu Kultur, zu ganz vielen Themen. Und weil du das gerade das Beispiel Schweiz nennst und mir war das nicht klar, dass ChatGPT zum Beispiel kein Schweizerdeutsch kann, das ist schon spannend. Mundart ist halt eben dann, nicht mal ich, der lange in der Schweiz gelebt hat, traut sich Mundart zu sprechen. Verstehen kann ich es ohne Probleme, aber ich antworte dann ganz normal auf Deutsch, in meiner normalen quasi Sprache, das ist normal. Das Projekt musste ja erstmal angehen. Da muss ja jemand sagen, wir brauchen ein eigenes Modell, weil das auch sprachlich prägend ist und das zusammenstellen. Was kann man von diesem Beispiel aus der Schweiz lernen, was man sich abschauen könnte und hat das überhaupt funktioniert? Also funktioniert das? Ich habe es selber noch nicht ausprobieren können. Ich muss wieder mal in die Schweiz gehen und da die Kollegen und Kolleginnen in dem Sinne fragen. So viel ich höre, funktioniert es ganz gut. Wenn wir jetzt an unser AI-Haus denken, was wir jeweils im Januar machen, während des Davos während des WEFs, dann ist das auch eine Frage, die wir bespielen wollen. Und da hat natürlich die Schweiz mit Apertus eine Richtung vorgegeben. Das ist aber das das hast du natürlich Apertus. auch bei den ganzen afrikanischen Sprachen. Und da hast du natürlich dann auch nicht das Kapital, was zur Verfügung steht, wie zum Beispiel in der Schweiz. Und da sind wir gerade, wenn ich da einen kleinen Einblick geben kann, ist es auf jeden Fall auch eine Diskussion, die wir führen. Okay, wie können wir genau diesen Dialog auch mit reinbringen und wie können wir da auch kleineren Nationen oder auch wirklich anderen Sprachen, die eben eigentlich auf der Welt nicht so oft gesprochen werden, aber trotzdem wichtig sind, wie können wir denen wie können wir die abbilden? Gerade weil du ja auch jemand bist, der immer sehr stark darauf hinweist, dass die Biases nicht einfach so weggehen in den Modellen, dass es relativ schwierig ist, das rauszubekommen und dass du das auch für sehr gefährlich hältst, wenn wir die haben und behalten und sagen, passt schon, macht es ja produktiver, aber erklär doch einmal für jemand, der das, wenn jemand zuhört und sagt, verstehe ich aber nicht und wieso, ich habe doch das Internet und da brauche ich keinen, also dass du einmal erklärst, warum ist so ein Bias im Modell drin, warum muss man aufpassen, wie man das Modell baut und warum kann das deswegen mit den Sprachen Schweiz und anderen Ländern ein spannender Case sein, um das besser zu verstehen. Ja, also ein Sprachmodell, wie das trainiert worden ist, oder kann man in dem Sinne einfach erklären, indem natürlich ein Sprachmodell alle Daten im Internet zur Verfügung hat, alle öffentlich zugänglichen. Und
wir wissen selber, dass wir als Menschen, die auch diese Inhalte im Internet geschaffen haben, Biases haben, dass natürlich bestimmte Nationen stärker vertreten sind. Natürlich auch die ganze Gender-Frage, dass viele der Daten in sämtlichen Industrien eher männlich geprägt sind als weiblich geprägt ist. Und dann kann man natürlich dann auch, wenn man das einfach 1:1 abbildet, ist das Resultat letztendlich das Gleiche, dass natürlich dass die Performance und das Output oder der Output letztendlich das Abbild ist mit den Daten, die trainiert worden sind. Und da gibt es sicherlich Sachen, die man in dem Sinne tun kann und auch tut, aber es ist dann halt letztendlich relativ offensichtlich, dass was du reingibst, hat auf jeden Fall auch einen Einfluss, was halt rauskommt. Und das quasi selber trainieren wäre A, was du reingibst und B, wie du nachher die Architektur des Modells baust, die Gewichte änderst, die Methoden änderst. Wie ist es da, dass so eine Innovation, das T in ChatGPT, also der Transformer, die ja eigentlich von Google kommt, die gibt es ja seit 8 Jahren, da hat sich aber maßgeblich nicht viel dran geändert. Hat das einen Einfluss darauf, dass halt immer mehr Daten notwendig sind, um die Modelle zu trainieren, oder könnte das was ändern, wenn nachher mit anderen Grundlagen gearbeitet wird, damit sich sowas verändert? Also auch gerade so Biases und Co. Oder liegt das immer an den Kern des Inputs, der reinkommt? Nee, es ist sicherlich auch die Architektur und deshalb natürlich auch wiederum nicht nur die Daten, die reinkommen, sondern auch die Menschen, die die Modelle bauen. Was haben die wiederum für Biases, was sich dann natürlich auch in der Architektur widerspiegeln kann. Aber das ist dann auch sozusagen die Ebene, wo ich mir selber jetzt persönlich, um auch wieder so den Bogen zu schließen, dem, was wir vorhin gesagt haben, was ich nachvollziehen kann und dann die Ebene tiefer, dann bin ich dann zu wenig technisch, aber das hilft mir natürlich, ich glaube, auch die erste Ebene hilft bereits, für sich Handlungsschlüsse zu ziehen und halt auch vielleicht dann beim einen oder anderen Punkt einfach etwas genauer irgendwie drauf zu schauen. Ja, weil ich glaube, zumindest den ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ich weiß grundsätzlich, wie so ein Modell funktioniert und ist das jetzt sinnvoll, ich sage, wir nennen das immer dieses Agentic Thinking, was die Modelle machen, selber zu tun. Also so wie wenn ich sage, ich kriege den Auftrag, eine Hausarbeit über, weiß ich nicht, die Schweiz zu schreiben, setze ich mich auch nicht hin und fange an zu schreiben, sondern ich überlege einmal, was macht Sinn. Und wir sagen immer, überleg einmal, was macht Sinn, allein an welches Tool du rangehst, weil das würde ja auch schon ein Bias bestätigen, eine Rückmeldung bekommen, also intuitiv, wo gehst du mit was hin? Jetzt hatte ich in der letzten Podcast-Folge den Gründer von Notebook11 oder Mitgründer, den Co-Founder Steven Johnson, der aber Autor eigentlich ist, der sich überlegt hat, ich möchte aber ein Tool, was halt deutlich besser diese Quellen referenzieren kann. Und der hatte das so toll beschrieben und sagte, naja, du hast halt Limits auch bei den Modellen, was die im Kontext verarbeiten können und so weiter. Und es war vorher mit den einfachen Sprachmodellen noch gar nicht möglich, die Ergebnisse zu bekommen. Das heißt also erst durch diese großen Sprünge, Gemini 1.5, Gemini 2 und 2.5, da wurde dieses Tool erst so richtig nützlich. Was ist so für dich etwas, wo du jetzt selber erstaunt warst, vielleicht auch im persönlichen Einsatz, wie nützlich bestimmte Tools sind, vielleicht auch welche, die wir hier gar nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht, weiß ich nicht, China hat ja auch viele Sachen, wo du merkst, das wurde massiv unterschätzt. Also ich weiß, einige Leuten hatte ich auch Manus gesehen, relativ früh, also quasi ein Agent-lastiges Tool, die aber auch keine eigenen Modelle bauen, aber eben auch auf geschickte Art und Weise Sachen kombinieren als Team. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja doch, habe ich viel im Einsatz? Ja, vielleicht so einfach als Beispiel jetzt aus meiner eigenen Produktivität, muss ja doch auch arbeiten und so viele E-Mails schreiben und alles. Das ist durch, wenn man in einer KI-Firma arbeitet. Nicht alles Agents bei euch. Nee, doch nicht. Also was mich immer wieder sehr stark erstaunt und jetzt nicht im Sinne von, weil ich es nicht erwartet hätte, aber einfach, weil ich es unglaublich toll finde und weil es mir viel Arbeit abnimmt, wie du zum Beispiel ein Dokument mit 300 Seiten dem LLM fütterst und sagst, du gibst mir drei Bullets, ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu oberflächlich, aber wenn es dir eine Zusammenfassung schreiben soll, finde ich persönlich einfach cool und das nimmt mir super viel Arbeit ab und was ich natürlich dann auch in der Verbindung oft mache, ich kann dadurch auch
hochtechnische Sachen verstehen. Ich habe irgendwie ein Paper oder ich habe einen Report, der vor allem für Leute in der Forschung geschrieben worden sind und ich trotzdem sozusagen gerade in meiner persönlichen Rolle dann die relevanten Leute und den relevanten Dialog führen will, sage ich ja gut, schau mir dieses Dokument an und sag mir für jemanden, der jetzt nicht technisch ist oder der vielleicht nicht ein Forscher ist, was bedeutet das und erklär mir es einfach. Und dann kommt es halt raus und ich habe es halt in dem Sinne verstanden mit meinem Wissensgrad, was ich habe. Und das hilft mir einfach auch wieder meine eigene Arbeit viel besser zu machen und natürlich viel, viel schneller. Und das macht einfach auch Spaß. Weil du kannst, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wenn du jemanden die ganze Zeit Sachen fragen kannst, auf eine Art und Weise, also du willst es so erklärt haben, dass du es verstehst und du hast es selber in der Hand, finde ich einfach cool. Ja, eigentlich spannend, ne? Also denke ich jetzt gerade, es klingt so einfach, aber ich glaube, Henry Ford hat das mal gesagt, dass du dann eine gute Führungskraft bist, wenn du dich so gut in die Schuhe des Gegenübers hineinversetzen kannst, als wären es deine eigenen. Und dieses Umdrehen jetzt aus der Perspektive, das geht ja mittlerweile extrem gut. Ich bin jetzt gestolpert, wo bin ich da hängen geblieben? Gestern. Ich habe in einem Deep Research gearbeitet, also mit einem Agent, der auch mit Daten arbeiten kann, die halt in der Datenbank liegen, hat sich durchgearbeitet. Und der fing dann an zu sagen, das kannst du dann bei dir in Notion eintragen. Und ich habe wirklich drinstehen in jedem Prompt, ich benutze kein Notion, weil er immer wieder mit diesem Vorschlag kommt. Und ich denke, meine Güte, das muss halt so massiv in den Trainingsdaten von GPT-5 drin sein. Das war oder O3, der Agent, dass ich dachte, dieser eine Satz hat für mich dann aber auch die Kredibilität dieses gesamten Papiers erodiert. Dann war ich so, shit. Ja, jetzt hören wir auf damit, ja. Das waren so die Momente, da war ich so, why? Und auf der anderen Seite, ich verstehe technisch, warum das passiert. Also das ein paar Mal rauf und runter diskutiert. Wie sorgt ihr dafür, ihr seid in so vielen Teilbereichen drin, aber bei euch schwappt natürlich auch so eine Welle mit GenAI rein und alle benutzen es plötzlich. Wie tauscht ihr euch im Netzwerk darüber aus? Wie teilt ihr Learnings, was gut funktioniert? Sind die Machine Learning Experts auch immer die Besten da drin, die Sachen zu benutzen? Oder sind das eher dann die Anwender, die es machen? Was ist da so euer Sweet Spot, um dafür zu sorgen, dass ihr ein Top-Team bleibt, auch in dem Bereich? Ja, es hast du da wahrscheinlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einerseits bei Capital, dass wir sozusagen dafür sorgen, dass wir immer die besten Unternehmensideen, Unternehmerinnen anziehen, aber auch da die besten uns raussuchen. Bei Momentum ist ja auch das Gleiche. Wir wollen den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die besten Lösungen bauen und nicht etwas, was halt irgendwie vor 2 Jahren gut funktioniert hat und toll war. Und den gleichen Dialog haben wir hier auf dem Campus. Wir wollen letzten Endes, wie Leute, eine Anleitung ist falsch, weil jeder muss selber für sich den richtigen Weg finden, aber halt nicht nur oberflächlich Sachen besprechen, sondern wirklich in die Tiefe gehen und dafür eine Plattform gehen, dass Leute da Learnings für sich rausnehmen können. Und ich glaube, das ergänzt sich in dem Sinne ganz gut. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass wir sehr offen sind, uns hilft, dass wir konstant unsere bisherigen Annahmen challengen können und dafür sorgen, okay, ist das, was wir glauben, ist es überhaupt noch das Richtige? Oder haben wir jetzt halt die 10 Leute, die gerade hier eine Veranstaltung machen zu einem bestimmten Thema. Ich meine, wie jeden Montag, deshalb sage ich es gerade, eine AI Paper Discussion Group, ist das halt etwas, was ja unser bisheriges Denken in dem Sinne herausfordert und dass wir uns ständig diese Impulse reinholen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern auf ganzer Welt. Das ist für uns extrem wichtig und ich glaube, für mich ist da, um auch wieder so ein bisschen auf meine eigene Denkensweise zurückzubringen. Ich glaube, es ist extrem gefährlich, wenn man so ein Selbstverständnis hat, dass man letzten Endes man hat die besten Entwickler, man hat die beste Innovation, sondern ich glaube, man sollte immer letzten Endes sich selbst wieder hinterfragen und halt nur so hat man die Fühler offen für neue Themenbereiche, die man angehen kann und wo man halt in dem Sinne noch besser werden kann. Europa hat ja nun eine spezielle Regularik, was den EU AI Act betrifft. Haben auch schon mal ein Video zu gemacht. Was ist da dein Blick drauf, weil du nur auch sagst, nicht jammern, sondern machen und umsetzen? Es sind ja trotzdem theoretisch ein paar mehr Einschränkungen da, was man machen darf und was man nicht machen darf. Hältst du es trotzdem für richtig, das so zu machen? Oder sagst du, boah, da haben wir uns selber ein bisschen verstolpert? Also ich glaube, man kann auf jeden Fall den EU AI Act auseinandernehmen. Wo
ich mich auch schwer tue, ist, dass viele Jahre, also wir so viele Jahre dran arbeiten und wir haben es immer noch nicht richtig hingekriegt. Also eher in diesem ganzen Prozess. Also da ist ja auch irgendwie was falsch, was dann wiederum meinen Bogen spannt also so kann man auch nicht arbeiten. Also wenn halt alles so langsam ist und ich jetzt auch direkt schon wieder auf eine Ebene bin, wo eigentlich alles überholt ist. Ja. Aber ihr helft da, glaube ich, auch der Politik, wenn ich das so richtig sehe. Genau, auf jeden Fall. Ich meine, wir versuchen dann Eltern auch wieder unserem Community First Denken Folgen zu leisten und halt auch unsere Gedanken da bestmöglich mit einzubringen. Ja. Gibt es irgendein Thema, was dir am Herzen liegt, von dem du sagst, das müsste man durchdringen, um wirklich zum AI-Anwendungsweltmeister, Weltmeisterin zu werden? Wir haben jetzt ein paar davon schon gestriffen, aber irgendwas, wo du sagst, da habe ich vielleicht einen Blindspot und noch nicht nachgefragt oder nicht drauf geachtet. Irgendwas, wo du sagst, nimm das nochmal mit auf als großes Topic. Nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben schon sehr viel darüber gesprochen, über das Tun. Ich glaube, man wird, wenn man sich im Reichtum badet und nur zurücklehnt, dann transformiert man nicht. Also tun und auch zusammen Sachen angehen. Und halt Probleme identifizieren, ja, aber danach lösen. Das ist für mich sozusagen ja meine Lebensphilosophie, wie ich weiterkomme und was mich auch tatsächlich antreibt. Wir haben, ich glaube, letzte Woche eine Diskussion intern gehabt, die schlägt ein bisschen in die Kerbe von Richard Socher, ich glaube, der auch über euch als Gastvorschlag kam, der Prompt Engineering als Konzept sich erdacht hat, der sich sehr kritisch äußert, was so Agents und Agentic Workflows betrifft. Weil er sagt, so die letzten 5-10% hard to get. Und ich meine, Andre Karpathy hatte irgendwas gepostet nach einem Podcast, in dem er war, und sagte, wir werden halt nicht jetzt ein Jahr haben, wo sich das löst mit Agents, sondern wir werden eine Dekade haben, Decade of Agents. Weil unfassbar viel auch in den Firmen passieren muss, dass überhaupt diese Voraussetzungen geschaffen sind, dass das geht. Und ich merke das so, wenn wir einen Agentic Browser benutzen, das ist schon spooky, dann die Kontrolle wird abgegeben, die KI übernimmt den Browser, scheitert aber am Date-Picker. Ja? Das geht ja in deine Richtung, wenn du sagst, das Transformieren braucht halt mehr als nur die Tools, es braucht die Leute, es braucht den Blick. Hast du irgendein Unternehmen, wo du jetzt sagst, oder Blaupause, ihr müsst mindestens in einem Team den und die Person haben. Weil manchmal brauchen Menschen ja auch wirklich eine klare Anleitung zu sagen, beginnt dort, also weiß ich nicht, räumt eure Daten auf, weil ohne gute, aufgeräumte Daten kann kein Agent der Welt irgendwas machen oder I don't know, where to start. Weil viele sitzen, glaube ich, trotzdem so davor und sagen, jo, jetzt eine ganze Dekade. Ich dachte, ich löse das, indem ich bei Microsoft Copilot kaufe und das läuft. Ja, gut, also Agent ist natürlich auch ein sehr großes Wort. Ja. Ich glaube, es ist relativ einfach zu sagen, ich möchte gerne nach Italien, buche mir Flug, Hotel und vielleicht noch einen Zugang ins Freibad, so in die Richtung. Ist natürlich auch schon in dem Sinne ein Agent, wenn dann alles miteinander integriert ist, zu halt wirklich dann Themen in einem hochkomplexen Unternehmenskontext. Und ich glaube, das relativiert natürlich dann auch wieder letzten Endes, wenn man so ein großes Wort nimmt, dass es letzten Endes nicht ein Thema ist, was ich morgen direkt schon umgesetzt habe. Ich glaube, das Thema Daten ist nach wie vor etwas, was natürlich in vielen Unternehmen einfach chaotisch, nicht digital und einfach wirklich ein großes Problem ist. Und da müssen, glaube ich, noch ganz, ganz viele Unternehmen ihre Hausaufgaben machen. Ich glaube, was auch in vielen Unternehmen, gerade in Großunternehmen, ein großes Problem ist dieses Silo-Denken. Und natürlich auch, wenn ich zu Hause im Homeoffice die ganze Zeit arbeite und halt einfach die Telefonkonferenzen machen, die mir halt in den Kalender gestellt werden, dann tut es der Sache auch nicht wirklich viel besser. Aber ich glaube, dass ich nicht wirklich als Einzelperson, jetzt nicht auf Geschäftsleitungsebene, ein Unternehmen transformieren kann, wenn ich nur in meiner eigenen Funktion tätig bin, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im HR-Wesen bin, wie soll ich dann, also ich kann vielleicht ein Problem identifizieren, aber ich muss vielleicht mit anderen Leuten sprechen, um irgendwie dann auch da produktiv nach vorne zu kommen, was dann, glaube ich, natürlich
stark mit der Kultur und mit dem Mindset von einem Unternehmen. Mit dem zusammenhängt aber natürlich auch, warum wir hier den Campus machen, dass halt eben diese Silos, die innerhalb von Organisationen, innerhalb von Ländern, aber auch innerhalb von bestimmten Industrien forschen, dass wir die durchbrechen können. Und gleichzeitig halt auch, ich finde das eine sehr spannende Frage, so gehe ich arbeiten. Und ich verstehe, dass ich in einer sehr privilegierten Situation bin. Ich habe eine gute Ausbildung und entsprechend kann ich natürlich ganz viele verschiedene Jobs machen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir zum Thema Arbeit wieder eine andere Beziehung entwickeln. Für mich ist Arbeit schon zum bestimmten Teil Selbstverwirklichung. Und deshalb habe ich direkt auch letzten Endes eine positive Beziehung und ich mag auch letzten Endes nicht zu arbeiten und andere Sachen zu machen. Aber ich glaube, viele Leute haben dieses Müssen, obwohl man eigentlich gar nichts muss. Und natürlich, ich meine, ich habe nicht zu Hause eine 5-köpfige Familie, für die ich zu sorgen habe und wo letzten Endes eine bestimmte Art von Euro oder was auch immer für eine Währung am Ende auf dem Konto sein muss, damit ich zu essen habe. Aber ich glaube schon, dass jeder in seiner bestimmten Situation halt noch mehr sich in bestimmter Weise verwirklichen kann und mehr ich darf und ich kann und ich muss. Ich gehe mit, also den Satz, ich muss, da bin ich nicht dabei. Ich bin aber auch bei dir, ne, privilegiert. Also dir ist das sehr bewusst, wie privilegiert du, ich, wir sind und dann trifft es eben einige Menschen auch anders. Ich glaube, da sind aber auch große Chancen mit neuen Technologien, das möglich zu machen und diese Haltung positiv damit umzugehen, die treffe ich überall. Es gibt Leute, die kommen und sind da auch bullish und wollen lernen und machen und tun. Und die häufig Haltung, nee, ich habe keinen Bock, kommt häufiger aus einer privilegierten Situation heraus, wo ich auch sage, die ist nicht in Ordnung. Also da darf man dann nicht, gehe ich absolut mit. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, wenn Führungskräfte, die ja nun auch sehr entscheidend sind, die sind stark unter Druck trotzdem. Und du hast diese gewisse Leichtigkeit in der Haltung zu sagen, ich eigne mir die Sachen an. Jetzt bist du selber CFO in der Rolle, sagst aber, bist auch nicht technisch, aber dann doch auch, verstehst du die Sachen. Wo holst du dir dein Wissen her? Wie bleibst du da top of lead in mind? Machst du das eben mit Menschen, Büchern, I don't know, Podcasts, Videos? Wo holst du dir das her? Weil es ja für viele Menschen eine insane überwältigende Welle ist an Infos, die da kommen. Wenn ich lese, dann versuche ich eher meine anderen Interessensbereiche Architektur zum Beispiel zu bedienen. Gerade so ein Buch am Abend oder wenn ich sonst Freizeit habe. Ich habe einerseits hier ein extrem tolles Umfeld. Also ich glaube, von Anfang an, also seit 2018, bemühe ich mich sehr, rechts und links mitzuhören und was arbeiten die anderen Personen. Und ich glaube, da lernt man einfach sehr viel und das Wissen ist dann halt auch nicht theoretisch, sondern es ist immer kontextbasiert, was letztendlich, glaube ich, auch einfach auch hilft, weil man es halt direkt auch anwenden kann. Also ich versuche sehr viel meine Ohren offen zu haben, was die anderen reden. Und wenn ich dann mal was höre, was ich nicht verstehe, dann versuche ich es halt für mich rauszusuchen und früher habe ich gegoogelt und jetzt nutze ich eben vielleicht dann ein Sprachmodell, um rauszufinden, okay, da will ich mehr wissen, da gehe ich rein. Dann natürlich irgendwie bestimmte Newsletter, versuche ich mich immer up-to-date zu halten, LinkedIn. Ich finde, obwohl ich aktuell nicht im Investmentbereich tätig bin, aber ich schaue schon immer, okay, was sind die Companies, die Finanzierung kriegen, weil es natürlich für mich auch immer ein sehr starker Parameter ist, okay, nicht immer, aber häufig, da wo das Geld hingeht, sind auch irgendwie neue Innovationen und Bereiche, die rauskommen. Aber für mich ist es wirklich wichtig, nicht nur selber in den Büchern oder im Internet sich schlau zu machen, sondern einfach rechts und links mich mit Leuten zu umgeben, was ich hier auf dem Campus tue und von denen lernen und auch mal eine Frage stelle, wenn ich was nicht verstehe. Und du bleibst dabei, du sagst ja selber, du bist keine Entwicklerin, du codest nicht und man muss nicht coden können, um im KI-Bereich Karriere zu machen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist nicht letzten Endes, wenn ich ein Unternehmen aufbaue,
glaube ich, wenn jeder für sich den Anspruch hätte zu entwickeln, dann glaube ich, gäbe es kein gutes Unternehmen. Und ich habe auch von Anfang an, glaube ich, für mich identifiziert, dass ich auch nicht immer die CEO oder die Gründerin und der Gründer sein muss, um etwas nach vorne zu bringen, sondern dass es auf das ankommt, was ich irgendwie gerne machen möchte und wo ich glaube, meine Stärken am besten eingesetzt sind. Und so ein bisschen ab und zu mit gerade Hilfe, ich meine, eine Website bauen, das macht mir dann schon Spaß, aber das würde ich jetzt nicht in Richtung so hochwertiges Entwickeln nennen, aber das kriege ich dann schon hin und das ist dann auch gut. Da freut man sich, dass man irgendwie so ein kleines JavaScript innerhalb von der Webseite bauen kann und dann ja, das macht mich wieder happy, aber ich werde dann auch nicht mehr mit happy mit dem, was ich tue. Ja, cool, okay, da gehe ich mit. Ich finde das auch natürlich cool, wenn es dann läuft, man drückt auf den Knopf und denkt, ja, da fühlt man sich dann schon ein bisschen technisch, auch wenn das, glaube ich, mittlerweile, auch wenn ich mich natürlich nicht mit unseren AI-Engineers vergleichen kann. Aber das ist okay. Jeanette, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und den Einblick gegeben hast für die Rundreise einmal rein. Ich glaube, wie gesagt, es gibt wenig Menschen, die das so überblicken und so bescheiden überblicken, wie du das tust mit den Menschen, die du zusammenbringst. Und wir werden hier weiterhin viel Zeit verbringen, weil das wirklich ein toller Ort ist, um genau die Leute zu treffen. Und so ein paar aus dem Kosmos, die empfiehlst du auch mal rüber, sagst, den musst du mal sprechen, die musst du mal sprechen, mit dem musst du mal dich unterhalten und dann hast du immer schon die Geheimtipps für alle. Aber jetzt fand ich es erstmal sehr, sehr, sehr schön, dass du da warst. Danke dir. Ja, danke für das schöne Gespräch.